Weisheiten vergangener Zeiten. Worauf der Fortschritt stolz ist, sind bloße Erfolge, sind Machtzuwachse der Menschheit, die er gedankenlos mit Wertzuwachsen verwechselt. Und wir müssen bezweifeln, ob er ein Glück zu würdigen fähig sei und nicht vielmehr nur die leere Befriedigung kenne, die das Bewusstsein der Herrschaft gibt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte des heiligen Bonifatius schon mal gehört habt, aber ich werde sie euch kurz erzählen. Denn ich denke, wir können daraus ableiten, welche Probleme sowohl das Christentum als auch die heidnischen Kulte in ihrem Verhältnis zur Natur haben. Kommen wir zunächst zur Geschichte des Bonifatius zurück. Bonifatius hieß ursprünglich Winfried und entsprang aus dem Volk der Angelsachsen, also aus der Region des heutigen Großbritanniens. Zur Zeit seiner Geburt am Ende des 7. Jahrhunderts entschlossen sich viele Mönche und Geistliche ins Frankenreich zu segeln. Der Grund für ihren Aufbruch war, dass viele Christen zur Zeit des dort herrschenden Merowingerhauses immer unsittlicher, abergläubischer und man könnte fast schon sagen heidnischer wurden. Als nun Bonifatius im Frankenreich ankam, begab er sich nach Geismar, ein kleines Dorf im Hessenland. Was genau die Menschen auf die Bonifatius traf glaubten und was er in Geismar erlebte, können wir nur aus Erzählungen rekonstruieren. Aber unabhängig von ihrer historischen Realität hat die Erzählung eine symbolische Bedeutung, die wir später entschlüsseln werden. So traf also Bonifatius auf die Einheimischen in Geismar, welche ihm von einer prächtigen Eiche erzählten, die sie verehrten und bei der sie glaubten, dass wenn diese einmal umfallen würde, mit ihr auch die Welt untergehen würde. Als Bonifatius die Eiche erblickte, war er entsetzt. An ihr hingen zahlreiche Opfergaben wie Pferdeköpfe und sonstige Tierkadaver. Es wird auch darüber spekuliert, ob dieser Eiche nicht sogar Menschen oder gar Kinder dargebracht wurden. Die Einheimischen erzählten ihm, dass der Baum dem Gott Dona, also Thor, geweiht wäre und sie sich von den Opfergaben die Unterstützung des Gottes erhoffen. Bonifatius wollte diesen seiner Ansicht nach sinnlosen Opfern und den Irrtümern über den Weltuntergang ein Ende bereiten. Er entschloss sich dazu, eines Nachts die sogenannte Dona-Eiche zu fällen und damit die Gräueltaten zu unterbinden. Als die Heiden am nächsten Tag dann aufwachten, mussten sie feststellen, dass obwohl die Eiche gefallen ist, die Erde sich weiter drehte. Es werden wohl einige erzürnt darüber gewesen sein, doch wiederum andere bewegte dieses Ereignis dazu, das Christentum anzunehmen. Sie mussten einsehen, dass die alten Götter nicht auf die Welt einwirken können, so wie sie vorerst dachten. Denn es geschah nicht, dass Bonifatius bestraft wurde. Er wurde nicht vom Thor oder einem anderen Gott mit einem Blitz niedergestreckt. Eine Zeit lang blieb Bonifatius zwar unverschont, doch als er weiterzog und auf die Friesen traf und wohl ähnliche kühne Handlungen ausführte, um sie zu bekehren, ließen sich die Friesen das nicht gefallen. Bonifatius starb von einem Schwerthieb gegen den Kopf. Er hielt vor sich noch ein Evangelienbuch, doch dieses zerschnitt das Schwert wie nichts. Er starb im Jahr 754 mit 80 Jahren. Wozu erzähle ich nun das Ganze? Meines Erachtens hat Bonifatius' Geschichte vom Fällen der Dona-Eiche eine symbolische Bedeutung. Die Heiden und Bonifatius sind nicht nur Akteure in der Geschichte, sondern demonstrieren uns zwei unterschiedliche Einstellungen gegenüber der Natur. Bonifatius steht hierbei für das christliche und anthropozentrische Weltbild, wohingegen die Einheimischen die uralten heidnischen Traditionen repräsentieren. Beide Religionen, also Heidentum und Christentum, haben oppositionelle Zugänge zur Natur, die uns am Verhalten der in der Geschichte vorkommenden Figuren veranschaulicht werden. Beginnen wir mit dem Verhalten der Einheimischen in der Geschichte. Sie zeichnen sich durch scheinbar absurde Überzeugungen, wie dass die Welt untergehen würde, wenn die Eiche gefällt wird, und auch abstruse Praktiken aus, wie dass sie der Eiche bereit sind, Tiere oder gar Menschen zu opfern. Dies mag aus dem heutigen Standpunkt sehr befremdlich erscheinen. Doch was drückt sich in diesen Überzeugungen in Bezug auf die Natur eigentlich aus? Auf der objektiven oder wissenschaftlichen Ebene mag es stimmen, dass die Welt nicht untergehen wird, wenn die Eiche gefällt wird, was spätestens Bonifatius durch seine Taten auch bewiesen hat. Man verkennt jedoch, wenn man diese rein objektive und äußerliche Seite dieses Glaubens betrachtet, welche innerliche Realität sich darin ausdrücken kann. Zwar ist mit der Eiche die Erde nicht untergegangen, aber für die Einheimischen ist mit ihr ein Glaubenssystem vernichtet worden, nachdem bestimmte Naturorte einen so hohen Wert tragen, dass sie unantastbar sind. Diese Überzeugung wächst aus einer tiefen Liebe und Bewunderung zur Natur und nicht aus einer wissenschaftlichen Prognose des Weltuntergangs.
Eine solche Überzeugung wird nicht erdacht, sondern erfüllt, weswegen es auch unmöglich ist, diesen Glauben bei denjenigen, die ihn noch verspüren, zu widerlegen. Es sind wohl nur die Menschen zum Christentum konvertiert, welche nicht mehr diese enorme Bewunderung für die Naturerscheinungen, wie in diesem Fall die Eiche, noch fühlten. Zusammenfassend drückt sich in dem Untergangsglauben keine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern ein Gefühl zur Natur aus, das erst zu diesem Glauben führt. Da Gefühle keine objektiven oder wahrheitsfähigen Aussagen bilden, können sie auch nicht argumentativ oder durch Handlungen widerlegt werden, weswegen Bonifatius auch bei einem Teil der Einheimischen gescheitert ist. Ebenso drückten die Praktiken wie die Opfergaben dieselbe Liebe zur Schönheit der Natur aus. Die Eiche ist so wertvoll in den Augen der Altgläubigen, dass sie anfangen, sie zu beschenken, ihr Tiere, Menschen oder sogar Kinder zu opfern. Ich will nun auch nicht ausschließen, dass diese Opfergaben möglicherweise mehr als eine Wertschätzung zur Natur symbolisierten und aus dem Glauben an die Götter, wie in diesem Fall an Thor, heraus dargebracht wurden. In jedem Fall hat es aber einen Grund gehabt, wieso als Opferstätten die schönsten Naturorte dienten, welche nur unter strengsten Vorgaben betreten werden durften. Das Heidentum war eine Naturreligion. In ihren Opferstätten, Glaubenssätzen, Mythen und Praktiken äußerte sich lediglich eine Aussage: Ich liebe das Diesseits, das Leben und die Natur. Ich möchte nun die heidnische Religion aber auch nicht romantisieren. Wir haben schon gehört, dass sich darin Praktiken wie das Opfern von Menschen finden lassen oder auch noch kein Verständnis für die objektive Realität jenseits der erfüllten Glaubenssätze. Die entgegengesetzte Liebe zum Menschen und zur objektiven Wahrheit führt uns dann wieder zu Bonifatius, welcher der Träger des anthropozentrischen und christlichen Weltbildes ist. Bonifatius besitzt eine völlig andere Wertehierarchie als die Heiden. Denn als er auftauchte, war ihm die Eiche nach den uns überlieferten Erzählungen völlig egal. Was für ihn zählte, war das Heil der Menschen und das Erkennen der allgemeingültigen Wahrheit, die für ihn im Christentum liegt. Das christliche Weltbild setzt entgegen der heidnischen Wertehierarchie den Wert des Menschen und der Wahrheit höher an als den der Natur. Als Bonifatius deswegen davon erfuhr, dass einem Baum Opfergaben dargebracht werden, fasste er ohne zu zögern die Entscheidung, ihn zu fällen. Diese Neuverteilung der Wertehierarchie, in der der Mensch über der Natur steht, hat letztendlich zu der Welt geführt, in der wir heute leben. Es ist eine Welt, in der das menschliche Leben so hoch geschätzt wird, dass beispielsweise allein für den Genuss von Comicheften, wo Hunderte der Eichen gefällt wären, welchen die Heiden damals ihre Kinder dargebracht hätten. Diese Lebensweise, in der die Natur keinen wirklichen Wert an sich hat, ist nun auch nicht nur dem Christentum eigen. Schauen wir in noch heidnische Länder wie Indien, so sehen wir, dass die heutige Religionszugehörigkeit nicht viel am Verhältnis zur Natur verändert. Der Großteil der Menschheit hat dabei auch nicht die aktive Intention, die Natur zu schänden. Ähnlich zu Bonifatius geschieht dies eher aus einer höheren Wertschätzung des Menschen, worunter die Natur unbewusst leidet. Wenn beispielsweise ein Teil eines Waldes gerodet wird, um Spielkarten herzustellen, so steht die Freude des Menschen im Vordergrund und nicht die Intention, einen Wald abzuholzen. Der eigentliche Grund für unser Verhalten gegenüber der Umwelt ist also die Wertschätzung oder mittlerweile die Überschätzung des Menschen und seiner Bedürfnisse. Akzeptieren wir nun sogar die seit dem Mittelalter gelebte Wertehierarchie, dass der Mensch über die Natur zu setzen sei, gelangen wir spätestens seit dem letzten Jahrhundert an einen Kipppunkt, wo sich das weitere Streben nach der Erfüllung von menschlichen Bedürfnissen ohne Rücksicht auf die Umwelt selbst widerspricht. Nicht nur die Gesundheit der Tiere, sondern auch die von uns Menschen wird durch die medikamentöse Belastung des Grundwassers, die verschmutzten Weltmeere und die unsichtbare Menge an Feinstaub in unserer Atemluft geschädigt. Der Mensch ist, auch wenn er sich so viel höher als die Natur schätzt, immer noch Teil von ihr, und wenn seine Umwelt leidet, dann wird auch er leiden. Die Lösung all dieser Umweltprobleme, die sich der heutigen Generation aufwerfen, ist auf praktischer Ebene nicht nur eine, sondern müsste sich in vielen politischen Forderungen niederschlagen. Für angemessene Forderungen müsste man auch jedes Mal zuallererst die Adressaten klären, ob diese bestimmte Unternehmen, Individuen, Nationen oder Industriezweige sind. Wenn wir beispielsweise feststellen, dass es Probleme mit der Verschmutzung der Weltmeere gibt und dies hauptsächlich auf ausländische Unternehmen zurückzuführen ist, dann werden wir als Individuen nicht viel mit unserem Verhalten verändern können. In diesem Video werde ich aber nicht einzelne Maßnahmen vorschlagen, sondern will nochmal erneut zu der geistigen Wurzel all dieser Probleme zurückkommen. Der Grund all dieser Probleme liegt, wie ich schon meinte, im rücksichtslosen Anthropozentrismus,
nachdem die Bedürfnisbefriedigung des Menschen an oberster Stelle steht. Wie wir aber auch schon erkannt haben, ist diese Idee ab einem gewissen Punkt selbstwidersprüchlich, da das menschliche Wohl auch vom Zustand seiner Umwelt abhängt. Ich möchte nun auch nicht einmal sagen, dass wir zu der alten Wertehierarchie der Haien zurückkehren müssten, in der wir eine Form des Naturkults hatten, aber wir müssen erkennen, dass die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse ihre Grenzen hat. Diese Grenze beginnt spätestens dort, wo die menschliche Gesundheit aufhört. Da unser Wohl von der Natur abhängig ist, muss auch der radikalste Anthropozentrist auf die Umwelt achten. Zu Zeiten Bonifatius war die heutige Entwicklung noch nicht absehbar, weswegen man ihm auch nicht etwas Böses vorwerfen könnte. Heute sind wir jedoch in einer Epoche des maßlosen Überflusses angelangt, in der die Menschheit nicht nur der Umwelt, sondern auch sich selbst schadet. Trotz dieses Zustandes ist der Zusammenhang zwischen dem menschlichen und dem natürlichen Wohl noch nicht in das Allgemeinbewusstsein gesickert. Wir leben ideologisch zum Teil immer noch in der Zeit des Frühmittelalters, in welcher der Wert der Natur und ihr Zusammenhang zum Menschen kaum auftaucht. Besonders das Christentum wäre eigentlich für eine naturachtende Ethik geeignet, hat diese Entwicklung aber noch nicht ansatzweise vollzogen. Die Priester und sonstige Gläubige könnten sich zahlreicher biblischer Geschichten bedienen, mit denen sich der Wert der Natur lehren ließe. Denken wir allein an die Schöpfungsgeschichte. Es war Gott, der die Welt schuf und sie mit all ihren Tieren, Pflanzen und Gewässern als gut empfand. Wenn die Natur von Gott geschaffen ist, so drückt sich in ihr auch etwas Göttliches aus. Ein gläubiger Christ hätte also allen Grund dazu, die Natur zu wahren und zu achten, auch wenn er sie wie der Heide nicht anbetet. Durch solch eine Refokussierung biblischer Geschichten könnte in der Allgemeinbevölkerung eine erneute Wertschätzung für die Natur entstehen, ohne das Christentum dabei grundlegend zu verändern oder zu kritisieren. Ich wollte mit diesem Video zusammenfassend aufzeigen, wie wichtig es ist, dass wir den Selbstwiderspruch des Anthropozentrismus erkennen und wie auch das Wohl eines jeden von dieser Erkenntnis abhängt. Zugleich wollte ich mich von dem Standpunkt entfernen, das Christentum als ein Problem zu betrachten, wie es beispielsweise Nietzsche oder Ludwig Klages tun. Ich glaube nämlich ganz im Gegenteil, dass darin auf geistiger Ebene das Potenzial für eine Lösung enthalten ist. Dieser ergibt sich, wie wir gesehen haben, beispielsweise aus einer Refokussierung biblischer Geschichten, die eine erneute Wertschätzung für die Natur schaffen könnten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich darauf, eure Meinungen dazu zu lesen. Schreibt die gerne in die Kommentare und falls es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da.